Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Ja, willkommen zu diesem Video von mir. Ich habe direkt mal wieder Post von Callmaster bekommen. Ja, die waren ja von meiner letzten Review recht begeistert. Link, eigentlich ist immer die Infocard, ich bin mir da nie so sicher. Da haben die auch einen netten Kommentar hinterlassen, wenn euch das interessiert. Ja, nächste Post, die ich gekriegt habe, ist das 521 Tab. Das 521 Tab ist ein Wickelsockel mit vielen lustigen Spezialfunktionen und den werden wir dann gleich mal in der Detailansicht durchgehen. Ich nehme mal an, dass in der nächsten Zeit auch von anderen YouTubern da was kommt. Callmaster gibt das Ganze ja immer sehr en Paket raus, ja, dass viele YouTuber recht schnell das testen, deswegen werdet ihr dann, denke ich, auch bei anderen YouTubern das dann sehen. Aber ich gucke mal, dass ich das so präsentiert kriege, dass ihr nicht bei anderen noch gucken müsst. Aber natürlich seid ihr herzlich eingeladen, euch da auch noch andere Meinungen anzusehen. Gut, dann schwenken wir mal in die Detailansicht und schauen mal, was wir alles mitgeliefert bekommen. Das 521 Tab kommt in so einer Pappschachtel daher. Ja. Hier haben wir schon mal einen Blick auf das Gerät sowie die verschiedenen technischen Spezifikationen, aber das gehen wir jetzt alles schön zusammen durch. Wir machen das Ganze mal auf. Wir finden eine Visitenkarte, da geht es um ein Gewinnspiel. Sollte jemand von euch den QR-Code benötigen, ich halte mal kurz still. So. Eine Bedienungsanleitung auf Englisch mit Bildern. Die Bedienungsanleitung ist relativ knapp gehalten für dich. Da muss man schon ein bisschen mitdenken beim Lesen. Ja? Es wird zwar alles soweit genannt, aber man muss ja doch ein bisschen auch seinen eigenen Denkapparat anwerfen, was gemeint ist und so weiter. Es ist alles sehr kurz, sehr stichwortartig beschrieben. So, dann kommen wir jetzt endlich zu die Gerät. So. Den nehmen wir mal raus. Kümmern wir uns noch kurz um das weitere Zubehör. Das finden wir dann hier in dieser schwarzen Pappschachtel. Da haben wir jetzt zum einen zwei Messkabel, Bananenstecker auf Krokoklemme. Ja. Des Weiteren ein sehr kurzes USB-Kabel. Also ich habe schon kurze USB-Kabel gesehen, aber das ist wirklich extrem kurz. Das ist einmal USB normal, also Standard, auf Micro B. Das ist das Ladekabel. Das könnt ihr hier anschließen, um den Akku in eurer Wickelstation aufzuladen. Schließlich gibt es dann noch diesen Voltage Checker, aber zu dem kommen wir dann ganz zum Schluss eigentlich. Den können wir mal ganz geflissentlich zur Seite legen. Ja. Wir kümmern uns erstmal um das Herzstück dieses Gerätes, so wie das jetzt hier ist. Ja, also das Ganze könnt ihr, wie gesagt, aufladen. Akku benutzt das Ding ein 18650er, wie wir ihn fürs Dampfen verwenden, ist bei der Originallieferung nicht mit dabei. Ich habe jetzt hier einen reingetan, der fürs Dampfen selber ja schon langsam ein bisschen ausgelutscht ist. Ja, aber für die Wickelstation reicht das noch vollkommen. Wir haben hier einen Schalter, Aus, Meter und Burn.
So, ein Meter ist die generelle Messeinstellung. Ich schalte das jetzt mal ein. So, wir haben hier die 5 Striche. Bedeutet, im Augenblick haben wir keinerlei Widerstand hier drauf. Wir haben hier eine rote Beleuchtung des Sockels. Wir können jetzt einfach mal einen Verdampfer hier aufschrauben. Ich habe mal den Vengeance, wie der hieß, nochmal mitgebracht aus den letzten Videos. Und der braucht ja auch mal eine Wicklung. Und die verpassen wir ihm jetzt einfach mal, damit das Ganze auch mal Sinn macht. Ich denke mal, das Ganze wird gleich ein bisschen beschleunigt ablaufen. Sprich, ich lasse das Video ein bisschen schneller ablaufen als original, weil jetzt, wenn ich hier einige Wicklungen drauf mache, dauert das sonst zu lange. Ich werde allerdings natürlich mein Coilmaster Werkzeugset verwenden. Und dann machen wir jetzt einfach mal schnell aus Edelstahldraht ein paar Wicklungen da drauf. So, jetzt haben wir die erste Wicklung hier drauf. Erstmal grob. Keine Sorge, da kommen jetzt gleich noch ein paar mehr drauf, um das ein bisschen spannender zu machen. Aber jetzt, wenn wir jetzt wieder auf Meter schalten, bekommen wir eine erste Messung unseres Widerstandes. Und der sagt 0,95 Ohm. Ja, das wäre jetzt der Widerstand dieser ersten Wicklung. Gut, aber um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu machen, mache ich jetzt noch eine, also wieder zurück in den Speed-Modus. Ja, soweit war es das mit dem Wickeln. Hab noch mal so ziemlich alles an Werkzeugen gesehen, die in dem DIY-Kit soweit drin sind. Wir sind soweit fertig, zumindest was das grobe Wickeln angeht. Wir können mal eben schauen, was jetzt unsere Ohm sagen. Deswegen schalten wir wieder auf Meter. So. Und wir sind jetzt bei 0,47 Ohm laut unserem Ohmmeter. Und dann können wir jetzt mal gucken. Da sind noch so ein paar Stellen, die nicht so perfekt sind. Da liegen die nämlich die Wicklung noch an den Polen an.
So. Bleibt aber sich ungefähr gleich. So, und jetzt müssten wir anfangen, natürlich die Wicklung mal zu glühen. Und das Schöne ist, das kann dieses Gerät auch. Wir schalten nämlich jetzt auf Burn. Dann zeigt er uns hier die aktuelle Spannung von dem Akku an. Die ist bei 3,98 Volt. Und hier zeigt auch schon die leuchtende LED an, dass wir jetzt im Fire-Modus sind. Und wenn ich jetzt hier diesen Knopf drücke, befeuert er die Wicklung. Ja, wenn ich das so drehe, so könnt ihr das auch mitgucken. Ja, sehen, die eine ist schon sehr schön, die anderen brauchen ein bisschen Pflege und die Pflege mache ich jetzt auch wieder im Speed-Modus. Bis gleich. Ja, soweit ist die Wicklungspflege beendet. Die Wicklungen leuchten annähernd gleichzeitig auf. Was noch besonders ist bei dem Feuern, ist eine 15 Sekunden nachschauen, eine 15 Sekunden Abschaltung. Sprich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, 15 Sekunden schaltet das Gerät ab und blinkt. Wenn ihr natürlich dann noch weiter Leistung draufbringen müsst, müsst ihr kurz, ja, so intervallartig drücken, dann geht das auch. Davon bekommt eure Wicklung nichts mit, ja, und ihr könnt sie stärker befeuern. Gut, dann seht ihr hier also sozusagen den größten Vorteil von der ganzen Geschichte. Ihr könnt die Wicklung komplett fertig machen, ja, mit allem Zip und Zap, ohne überhaupt jemals das Gerät wechseln zu müssen. Ja, ihr könnt Widerstand messen. Wir sind jetzt bei 0,23 Ohm. Packen jetzt etwas Watte da rein. Und dann werden wir gleich nochmal gucken, ob das mit den Ohm sich stabil verhält, wenn wir das Gehäuse da drauf schrauben. Ja? Weil das könnte ja immer noch so eine Stelle sein, wo wir einen Kurzschluss produzieren, wenn so eine Wicklung ans Gehäuse drankommt. So, ein bisschen fluffig die Watte. In der Zeit können die Coils ja ein bisschen abkühlen, die uns nicht gleich die Watte verbrennen beim Reinziehen. So, nachdem wir jetzt alles befeuchtet haben, landen wir bei einem Widerstand von 0,34 Ohm. Wir können das Ganze auch nochmal feuern lassen, um zu sehen, wie das dampft. Ja, alles ohne
das Gerät vom Sockel zu nehmen. Wir sehen, das dampft schon sehr schön. Ein bisschen Liquid nochmal dazu. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal die Wicklungen in das Gehäuse bringen. Und dabei sehen, dass wir natürlich keinen Kurzschluss bauen zwischen Gehäuse und den Wicklungen. Entsprechend schalte ich das Ganze wieder zurück auf die Ohmmessung. Und sehe, da kann was nicht stimmen, weil ich bin jetzt bei 0,2 Ohm statt 0,3 Ohm. Also irgendwo berühren die Windungen das Gehäuse. Und dementsprechend werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen, wenn ich hier noch ein bisschen nach innen biege, weg vom Gehäuse. Ist ja wieder ungefähr bei den 0,3 landen, wo wir vorhin gewesen sind. Da kann man sehr schön von hier oben reingucken. Ohne dass da groß was stört. So, und da habe ich wohl genau den Punkt erwischt, wo der Kurzschluss sich löst. Ja, ich kann nochmal eine Testfeuerung machen. Ja, das sieht schön aus. Ja, richtig schöner Dampftopf. So. Drehen das drauf. Jetzt noch den Drip-Tip drauf. Der ist etwas länger als der Original, deswegen gucke ich mal nach. Nur das passt aber. So. Ja, wie gesagt, alle Arbeitsschritte in einem Gerät, so dass ihr schließlich endlich den fertig gewickelten Verdampfer habt, ohne irgendwas umändern zu müssen, irgendwie das Gerät zu wechseln. Und jetzt kommt noch der letzte Clou. Der Voltage Checker. Den setzt man so hier drauf. Ja, ihr habt hier diese beiden Bananenstecker. Der Feuerknopf von vorhin wird verdeckt. Ja, der hat nämlich dann keine Funktion mehr. Und ihr könnt darüber in einem Akkuträger, einem mechanischen Akkuträger, eure Batteriespannung messen. Jetzt habe ich jetzt mal hier den Stingray mitgebracht. Ja. Und den werde ich jetzt da mal gleich draufsetzen. Und dann seht ihr, dass das passt. Ich mache aber das da eben mal kurz auf, bevor wir messen. Meine Kamera hat nicht mehr allzu viel Saft. Bis gleich. So, ihr seht, ich habe jetzt den Stingray an den Coilmaster angeschlossen, also den 521 Tab. So, und wenn ich jetzt hier den Probe-Taste drücke, misst er mir die Spannung des Akkus. In dem Fall 4,1 Volt. Das Minus bedeutet in dem Fall nur, weil ich den halt verkehrt rum habe für ihn, ja, sprich der Mittelpol ist in dem Fall der Minuspol, stellt er ein Minus davor. Das ist aber völlig unerheblich. Ja, dem Verdampfer ist es schließlich egal, wie rum bei ihm der Strom durchfließt. Ihr könnt auch, wenn ihr noch ganz spezielle Fälle habt, die ihr messen wollt, diese Messkabel nehmen. Ja, sagen wir, ihr wollt einfach nur den Widerstand von einem Stück Draht messen. Dann nehmt ihr den Draht, klemmt ihn bei den Krokodilklemmen ein. Einmal. Zweimal. Ja, und schon bekommt ihr hier unten den Widerstand angezeigt. Gut, das sind soweit die Funktionen des Gerätes. Ich räume mal hier gerade auf, lade die Kamera noch mal ein bisschen auf und dann
bekommt ihr nochmal meine finalen Worte zu dem Gerät. Dementsprechend bis gleich. Ja, willkommen zurück mit mir sozusagen auf Front. Ja, der Coilmaster 521 Tab, das war er sozusagen im Einsatz. Ihr seht ein Wickelkit mit vielen Funktionen. Schön an dem Gerät ist halt auch seine Maße und sein Gewicht. Ja, ihr könnt das locker drehen und handeln. Trotzdem bietet es genug Widerstand. Ihr könnt es gut in der Hand halten. Fühlt sich sehr schön an. Wie gesagt, hat viele Funktionen, die ja, es möglich machen, nur auf diesem Gerät zu arbeiten. Von vorne bis hinten, bis ihr ja, fertig seid mit der Entwicklung. Ihr könntet theoretisch sogar auf dem Ding dampfen, wie ihr gesehen habt. Aber gut, dafür sind natürlich dann die Akkuträger wirklich besser. Ja, Preis in Deutschland habe ich jetzt verschiedene Shops gesehen, auch wieder wie das DIY-Kit, etwa 50 Euro. Braucht man dieses Gerät? Ja, da ist dann die Frage, meiner Meinung nach braucht man es nicht unbedingt. Das Coilmaster DIY-Kit war wunderbar, ist wunderbar, um alles dabei zu haben, was man fürs Wickeln braucht, und hat man damit eigentlich auch erstmal. Das ist sozusagen für denjenigen, der es dann bequem mag. Ja, das ist keine Notwendigkeit mehr, sondern eine durchaus sinnvolle, aber ja doch eher im Luxusbereich liegende Erweiterung. Trotzdem, wie gesagt, wenn ihr die 50 Euro übrig habt und gerne wickelt, das macht das Ganze noch ein bisschen einfacher, noch ein bisschen komfortabler, aber wie gesagt, haben müssen braucht man es nicht unbedingt. Gut, dann wollte ich euch noch mal eben zeigen, was aus der Wicklung geworden ist. Oh. Ei. Gut, mit 12 Milligramm haust einem gerade ein bisschen die Drähte aus der Mütze. Okay. Merken wir uns, das ist eine Nebelmaschine. Ja, in dem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit von euch. Danke den Leuten bei Coilmaster. Internetadresse findet ihr wie immer in der Infobox. Dafür, dass ich das Gerät testen durfte, und verabschiede mich mit deutlich weniger Watt auf der Wicklung. So. Und man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem. Wir schütteln uns ein Jaspierwind, doch weiter nichts trotz alledem.